Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch die Staccato P. Lass mich mal. Servus und willkommen auf Epic. Heute für euch die Staccato P, the world's best shooting duty gun. Die Firma Staccato wird den meisten von euch wahrscheinlich unbekannt sein. Es liegt daran, dass es einmal eine voll neue Kiste ist. Die Firma Staccato hieß früher STI. Die Firma STI ist vor allem dafür bekannt gewesen, dass sie Matchwaffen gebaut hat für die US-Verbände IDPA und USPSA. Bei den Disziplinen, die schießen, ging es hauptsächlich darum, möglichst viele Schuss in möglichst geringer Zeit rauszubringen und da einfach das 1911er System, das wir vom Colt Government kennen, das beliebteste in den USA ist, haben sie sich gedacht, wie können wir diese Kanonen ersetzen. Und einer der größten Mangel an den 1911er Pistolen war die geringe Magazinkapazität. Also haben sich die Jungs von STI gedacht, wir packen da einfach mal eine doppelte Magazinkapazität rein und schwupps, so haben wir ein 2011er System entwickelt. Das gab am Anfang ein bisschen Probleme mit Magazinkapazitäten und so weiter, mit Zuführproblemen und so, aber das haben sie alles in den Griff bekommen. Und dann haben sie sich gedacht, der nächste Schritt ist, warum versuchen wir das ganze Ding nicht mal dienstlich unterzubringen? Durch die Umfirmierung von STI in die Firma Staccato 2011 haben sie sich auch neues Personal angeschafft. Viel von dem neuen Personal sind ehemalige Polizeioffiziere oder aus dem Militärbereich oder aus dem Security-Bereich. Und diese Jungs haben natürlich wiederum ihre Connections spielen lassen und haben dann die taktischsten Pistolen aus dem Portfolio in Wettbewerbe eingebracht, in Ausschreibungen und haben dann aus dem Feedback aus diesen Ausschreibungen mit dem Feedback der Truppe Waffen konzipiert. Und das Flaggschiff aus dieser Serie ist die Staccato P, so wie sie jetzt hier steht. Ausschließlich oder vor allem haben an der Gestaltung dieser Pistole der US Marshal Service, und zwar dessen Special Operations Group, mitgeholfen. Vorgelegt wurde denen eine 5 Zoll Pistole im Kaliber 40 Smith & Wesson, weil das damals einfach so gängig war. Nun, was alle ein bisschen verwundert hat, war natürlich, dass sich der Marshal Service gewünscht hat, dass die Pistole in 9x19 sein soll. Haben die sich gedacht, können wir machen, kleiner geht immer, bringen wir wieder ein bisschen mehr Patronen rein. Ja? Was sie sich noch gewünscht haben, das war ein dicker, fetter Lauf. Und der soll nicht 5 Zoll sein, sondern lieber ein bisschen kürzer, dass man sie ein bisschen besser tragen kann, ein bisschen schneller ziehen kann. Herauskam also hier ein dicker, fetter Bull-Barrel-Lauf, der fast 1 Zoll stark ist und 4,4 Zoll lang ist. Noch dazu ist er aus Edelstahl. Und wo sie besonders heiß drauf waren, das war, dass die Kanone immer laufen muss. Die muss laufen, egal ob es feucht ist, ob es trocken ist, ob ich gerade Öl zur Hand habe oder ob ich schon 14 Tage irgendwo in der Wüste umeinander hänge. Und dann haben sie sich dafür entschieden, wir nehmen die DLC-Beschichtung, das ist Diamond Like Carbon, die funktioniert auch ohne Öl. Die läuft einfach immer. Da haben sie schon mehrere 10.000 Schusstests damit gemacht, mit verrückter Stahlhülsenmunition, mit 20% mehr Beschussenergie. Und das Ding rennt und rennt und rennt und rennt ohne Störung. Und schwupps, Ausschreibung gewonnen. United States Marshal Service hat die Pistole annektiert, sogar mit Optic-Cut, mit einem Leupold Delta Point obendrauf, was für Behörden bis dahin eigentlich so eine undenkbare Geschichte war. Aber hey, was sie wollen, können sie haben. Und mittlerweile ist die Pistole im Einsatz bei über 250 Polizeieinheiten und alle sind wahnsinnig zufrieden und sie ist mittlerweile schon fast zu so einem Kultobjekt in den Staaten geworden. Lieferzeit ist von einigen wenigen Wochen hochgegangen, mittlerweile auf fast 2 Jahre und die Firma Staccato kommt kaum mehr hinterher mit der Produktion. Macht einfach Spaß. Ne? Der Schlitten, der läuft wie auf Schienen. Das liegt daran, dass der Schlitten eingeschliffene Gleitbahnen hat, die jeweils von Hand eingepasst werden auf die Gleitbahn im Griffstück. Das Besondere an den 2011er Pistolen ist wieder mal, das Griffstück ist zweigeteilt. Die Gleitbahn und auch die Picatinny-Schiene, die hier untergebracht sind, also alles, was den Verschluss berührt, ist aus Werkzeugstahl. Das Griffstück an sich ist aus Nylon. Das wurde so beibehalten, weil die
Firma Staccato einfach gesagt hat, hey, das hat bei den Matchkampfwaffen super funktioniert. Das Nylon-Griffstück, das federt im Rückstoß ein bisschen mit. Dadurch ist der Rückstoß noch geringer. Ausgestattet ist die Waffe mit einem Leuchtkorn der Firma Dawson. Das ist komplett freigelegt, sodass es besonders viel Licht sammeln kann. Das ist, wenn man durchschaut, fast wie ein Aimpoint. Die Kimme ist komplett schwarz gehalten, hat keine reflektierenden Punkte oder sonst irgendeinen Schnickschnack, hat aber eine relativ feine Verstellung, die aber schön knackig grob geht, damit sie sich nicht beim Holstern oder beim Ziehen aus dem Holster verstellen kann. Die Federführungsstange unter dem wirklich dicken, fetten Matchlauf, den wir hier sehen, ist auch von der Firma Dawson Precision und kann werkzeugfrei zerlegt werden. Das war vorher bei diesen Pistolen immer so ein kleiner Knackpunkt. Da brauchte man dann ein kleines Drähtchen, was man reinstecken kann, und damit man die Federführungsstange entnehmen kann und den Lauf entnehmen kann, was bei Bushing-Pistolen ein bisschen einfacher war. Ein Bushing widerspricht aber wieder dem dicken, fetten Matchlauf. Also haben sie sich gedacht, dieses Produkt gibt es, das war bis jetzt nur als Tuning-Zubehör erhältlich, hat eine Schweinekohle gekostet, aber da haben sie sich gesagt, das packen wir mit rein. Und zapp, zarab kann ich die Waffe einfach von Hand zerlegen, ohne großen Aufwand. Das zeigen wir euch aber nachher noch. Der Hammer der Staccato P ist besonders leicht gearbeitet und ist skelettiert, um die Zündverzugszeit möglichst gering zu halten. Der Beaver Tail wurde genau auf die Länge des Hammers gekürzt, damit möglichst wenig Klamotten sich einhängen können, auch in engen Räumen, wenn ich die Waffe mal nah vor dem Körper tragen muss oder wenn ich die Waffe zum Beispiel im Concealed Carry in einem Inside the Waistband Holster trage, bleibt die nicht irgendwie im Pulli oder im Saum der Jacke hängen. Die obligatorische Handballensicherung, die alle 1911er und 2011er Pistolen nun mal haben, ist äußerst leichtgängig und ist auch hinterschnitten und ist so griffig, dass wenn ich die Waffe richtig in der Hand habe, merke ich gar nicht, dass ich sie drücke. Der Abzug an sich ist genauso wie das Griffstück aus Nylon gefertigt, im Spritzgussverfahren, und besitzt einen einstellbaren Triggerstop, mit dem ich festlegen kann, wie weit der Abzug nach dem Durchziehen nach hinten durchfällt. Die einen wollen lieber ein bisschen mehr Slack auf dem Abzug, die anderen wollen ein bisschen weniger. Das kann dann jeder so machen, wie er will. Der Abzug selber bricht bei 4 Pfund. Das ist jetzt für so eine Match angehauchte Waffe ganz schön viel. Die meisten bei uns in Deutschland bewegen sich jetzt so im Bereich von 1400 Pfund im Wettkampfbetrieb. 1400 Gramm im Wettkampfbetrieb, weil das in der Ausschreibung so vorgeschrieben ist. Hier bewegen wir uns bei 4 Pfund, was etwa 2000 Gramm sind, weil das einfach für die Dienstpistolenausschreibung in den USA vorgeschrieben war. Dieses wunderbare perforierte am Griffstück, das wirklich eine hervorragende Haftung in der Hand hat, finden wir auch wieder vorne am Abzugsbügel, weil einige Schützen am liebsten den Finger vorne auf den Abzugbügel legen, um nochmal gegen den Hochschlag zu kämpfen. Ich persönlich mache das nicht, für mich sieht das einfach nur geil aus. Der Abzugsbügel hat einen Undercut. Durch diesen Undercut komme ich mit den übrigen Fingern meiner schießenden Hand wesentlich weiter unter den Abzugsbügel und mit Daumen und Zeigefinger höher unter dem Beaver Tail. Dadurch befinde ich mich mit meinen Händen nochmal viel näher an der Laufsälenachse und dadurch hat die Waffe einen geringeren Hochschlag. Also zum Schießen ist sie wirklich unglaublich angenehm, fast schon sanft. Eine 9 mm ist ja eher ein bisschen ruppiger vom Rückstoß, das merkt man hier aber gar nicht. Das ist alles dem etwas höheren Gewicht geschuldet und auch der Verarbeitung, dem herausragenden Abzug und eben diesen ganzen kleinen Feinheiten wie jetzt dem mitschwingenden Griffstück oder einfach den ganzen Grip-Panels, die ich habe. Die Sicherung der Staccato P ist zweiseitig ausgelegt, also ist für mich als Lefty, damit bin ich selber so eine kleine Rarität, ja, sehr gut mit dem Daumen zu bedienen und ich kann den Daumen auch zum Schuss auf die Sicherung legen und kann damit nochmal die Waffe ein bisschen besser ins Ziel drücken. Für Rechtshänder ist das genauso gut möglich, da die Sicherung absolut symmetrisch ausgearbeitet ist. Der einzige Knackpunkt, was jetzt in deutschen Dienstpistolenausschreibungen gefordert ist, aber anscheinend nicht in den USA, das ist die vollkommene Symmetrie der Bedienelemente der Waffen. Wenn man sich die neuen Polizeipistolen anschaut, da können die Magazinlöser umgebaut werden auf die andere Seite, der Verschlussfanghegel kann umgelegt werden. Das ist jetzt hier bei dieser Waffe nicht, aber mit ein bisschen Übung geht das ohne Probleme auch für einen Linkshänder, den Verschlussfanghebel zu bedienen.
und auch den Magazinlöser. Das Griffstück hat noch dazu einen angedeuteten Jet-Funnel, der das Laden von Magazinen wesentlich erleichtert und auch so einfach für höhere Geschwindigkeit in der gesamten Handhabung sorgt. Da merkt man einfach wieder die ganzen Einflüsse aus dem Wettkampfsport, aus dem die Waffe ursprünglich eigentlich stammt. Jetzt haben wir die ganzen Specs der Waffe durch und ein bisschen History gemacht. Was wir jetzt noch machen, das ist der Lieferumfang. Der ist bei der Pistole nämlich wirklich herausragend. Im Lieferumfang unserer Staccato P befinden sich 3 Magazine. Das ist mittlerweile, vor allem in der Preisrange, in dem sich diese Magazine bewegen, wirklich herausstechend. Diese Magazine bewegen sich im Bereich von 100 € mittlerweile das Stück. Die sind auch DLC beschichtet, so wie die Pistole, wegen der hohen Gleiteigenschaften, weil sie einfach rein und rausflutschen aus der Waffe ohne die geringste Reibung. Sie verriegeln wirklich wahnsinnig sicher. Und der andere Knackpunkt ist, es handelt sich um eine taktische Waffe vom Ursprungsprinzip her. Und darum haben sie sich gedacht, schwarze Magazine, da wird ein Schuh draus. Das sieht alles ein bisschen besser aus. Geliefert wird die Pistole in einem Softcase. Dieses Softcase ist sehr gut verarbeitet und wir alle lieben sie, es ist ein Patch dabei. Das Softcase hat vorne eine Tasche mit einem wirklich sehr zuverlässigen Zipper, einen umlaufenden Zipper und in Deutschland, sehr, sehr wichtig, die beiden Ösen für unser Waffenschloss. Im Deckel der Tasche befinden sich gut gepolstert Magazinösen für 5 Magazine. 3 werden wie gesagt mitgeliefert und die haben da ein wunderschönes Zuhause. Die Trennwand, Built for Heroes Made in the US, steht jetzt leider auf dem Kopf, hilft aber nichts. Schützt dann die Waffe vor Kratzern und sonstigen Umwelteinflüssen. Der obligatorische Papierkram, der mitgeliefert wird, ist natürlich ein Haufen Safety-Papier, was einfach in den USA vorgeschrieben ist. Ein bisschen Werbung dabei für die NRA. Noch ein bisschen Safety-Zeug, auch ganz wichtig. Ein Schussbild, das sich wirklich sehen lassen kann. Hier handelt es sich um ein 20-Yard-Schussbild mit 5 Patronen, so groß wie ein Daumennagel, das spricht schon für sich. Ein wieder mal vorgeschriebenes Waffenschloss, was für uns in Deutschland eigentlich keine Bedeutung hat. Eine Chamber Flag und ein paar Imbusschlüssel, um Griffschalen zu tauschen, um den Abzug einzustellen und den Triggerstop. Eine Probe Waffenöl, das leider in Deutschland nicht erhältlich ist. Für das Leuchtkorn von Dawson die wechselbaren Einsätze in Grün, Rot, Weiß und Schwarz. Ich werde Schwarz einsetzen in der Zukunft, weil ich die Waffe zum Scheibenschießen benutze. Und als besonderes Gimmick, vor allem wenn man wiedergeladene Munition benutzt, Schalldämpfer sind ja bei uns kein Thema, Tuningfedern für leichte, normale und schwere Ladungen. Allein diese Federn, wenn ich die jetzt beim Büchsenmacher kaufe, hier in Deutschland oder was, um meine Pistole ein bisschen besser an meine Ladung anzupassen, zahle ich pro Feder zwischen 20 und 50 €. Das ist alles hier mit inbegriffen und dadurch muss ich sagen, wirklich Hut ab, man kriegt einiges mitgeliefert, um die Waffe an seine Bedürfnisse anzupassen. Nach all den Specs und Daten zeige ich euch jetzt mal, was die Pistole tatsächlich unterm Röckchen hat. Der Verschluss wird arretiert. Dabei kann man ja selber noch mal sehen, dass die Waffe das Patronenlager frei hat und dass kein Magazin in die Waffe eingeführt ist. Der Verschluss ist arretiert und ich halte ihn mit dem berühmten Affengriff fest. Drücke an der Unterseite der Pistole den Feststeller der einteiligen Federführungsstange. Ziehe den Verschluss nach hinten und lasse ihn los. Nun ist der Verschluss gegen den Federdruck der Federführungsstange arretiert. Ich bringe den Verschlussfanghebel mit dieser halbkreisförmigen Aussparung auf eine Linie und drücke von der Rückseite den Verschlussfanghebel hinaus. Nun kann ich ihn entnehmen und den Verschluss nach vorne abziehen. Damit ist die Pistole in die Hauptbaugruppen zerlegt. Das Griffstück, das ist zweiteilig, aber das muss zum Reinigen nicht zerlegt werden. Und den Verschluss mit Lauf- und Patronenlager und der Federführungsstange.
Der Verschluss wird in hinterste Stellung gebracht, so wie wenn er verriegelt wäre. Die Federführungsstange wird zurückgeschoben, das Kettenglied aufgestellt und die Federführungsstange nach hinten entnommen. Das Kettenglied wird wieder in vorderste Position gebracht, der Verschluss entriegelt und nach vorne aus der Pistole entnommen. Jetzt sieht man auch erstmal, was das für eine fette Achse ist. Hier sieht man an den blanken Laufstellen, wie hervorragend das Tragbild der Pistole tatsächlich ist. Die ist ja gerade erst eingeschossen, wie gesagt mit etwa 1500 Schuss. Das wird schon noch ein bisschen blanker werden. Nun kann man hier die Gleitbahn relativ gut sehen und die Gegenteile der eingeschliffenen Verschlusswarzen. Beim Griffstück, egal ob 1911er oder 2011er System, ist es wichtig, dass der Hahn nie leer abgeschlagen wird. Wenn ich jetzt abschlagen würde, würde der Hammer nach vorne auf diesen Block auftreffen und kann sich dabei verformen. Wenn ich den Hammer in die vorderste Stellung führe, kann ich hinten, wo der Sear angegriffen wird von der Führungsstange, ein bisschen Pulverschmauch und so weiter entfernen. Das ist eigentlich schon alles, was ich hier am Abzugssystem reinigen muss. Die Gleitbahnen sollten schön sauber sein und sachte eingeölt und dann ist das Ding eigentlich good to go. Auch beim Lauf sind die Verschlusswarzen sauber zu halten. Die Zuführrampe ist sauber zu halten, die kommt in einem hochglanzpolierten Finish. Ne? Und auch die Bohrung des Kettenglieds gehört sich gereinigt. Alles, was kratzt, kann bei so einer Waffe natürlich das hervorragende Abzugsgefühl, das ich habe, beeinflussen und das wollen wir ja nicht. Die Funktionssicherheit ist allerdings, wie schon in mehreren Tests bewiesen, dadurch nicht eingeschränkt. Die Federführungsstange kann ich von Hand entspannen, muss ich aber nicht. Hier lagert sich jetzt erfahrungsgemäß fast überhaupt kein Dreck an. Auch der Bolzen des Verschlussfanghebels gehört sich ein bisschen gereinigt, da kann ich einfach mal drüber wischen. Das ist aber maximal Schmauch, was sich da anlagert. Bei den Gleitbahnen ist es dasselbe, ein-, zweimal vielleicht mit einem kleinen Lappen drüber gewischt oder so und das reicht. Und wir befinden uns ja in keinen Extremsituationen, also kann bei uns ein Tröpfchen Öl gar nicht schaden, wenn wir das aufbringen. Öl ist grundsätzlich von den Lichtleiterstäben fernzuhalten, weil die dadurch matt werden können. Beim hochwertigen Waffenöl kann es das allerdings nicht passieren. Die Visierung versuche ich auch immer frei von Öl zu halten, damit sie nicht reflektiert und ich ein schöneres Trefferbild habe. Das Zusammensetzen der Pistole nach dem Reinigen und nach der Pflege funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. Ich nehme meinen Verschluss auf, nehme den ganzen Lauf, bringe das Kettenglied in vorderste Position und führe es in den Verschluss ein. Ich lasse es einrasten und richte das Kettenglied auf. Die Federführungsstange in gespanntem Zustand kommt mit diesem halbmondförmigen Ausschnitt Richtung Lauf, auf den Lauf und in vorderste Position des Verschlusses. Nun kann ich mit dem Daumen drücken, der federgelagerte Bolzen wird sich dann zurückziehen und die Federführungsstange und der Lauf sind wieder fertig montiert. Nun ist der Verschluss und die ganze Assembly wieder zusammengesetzt. Der Hammer ist in hinterster Position. Ich führe die Gleitschienen ein. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil es sehr passgenau gearbeitet ist. Ich muss zusehen, dass die Bohrung auf Maß ist mit dem Kettenglied. Setze den Verschlussfanghebel ein, bringe ihn in hinterste Position. Der halbmondförmige Ausschnitt wird wieder auf Linie gebracht und der Verschlussfanghebel wird durchgesteckt. Zum Funktionscheck, ich repetiere ein paar Mal, dass ich das Öl auf den Gleitbahnen verteilen kann. Krümme ab im ungesicherten Zustand. Ich repetiere nochmal, sichere die Waffe, prüfe die Funktion der Sicherung
und auch der Handballensicherung. Passt wunderbar. Endsichere, schlage ab, pack mein Magazin wieder hinein und ab in die Tasche und fertig zum nächsten Einsatz. Alles in allem kriegt man hier natürlich ein wirklich ordentliches Paket, das out of the box, sogar die Visiereinstellung hat für mich gepasst, wettkampftauglich ist. Das muss man allerdings in Deutschland auch bezahlen. Der Preis liegt ungefähr aktuell bei 3.000 Euro. Man kriegt natürlich mit den Mags und allem drum und dran sehr, sehr viel Zubehör dazu, was man nicht extra wieder bezahlen muss, und ein Tuning an der Waffe ist überhaupt nicht notwendig. Ich schieße die Waffe vor allem beim BDMP in den passenden Disziplinen und konnte bis jetzt ungefähr 1500 Schuss durchjagen und bin wirklich begeistert. Der Abzug ist der schnellste, den ich je bedienen durfte. Der Reset ist wahnsinnig kurz, sind ungefähr 5 Zehntel. Und wenn man den Finger während dem Schuss ein bisschen locker am Abzug hat, dann schießt das Ding Dubletten fast von alleine. Für eine Dienstpistole mag es uns jetzt in unserem Breitengraben fast ein bisschen überzogen erscheinen. Die in Massen gefertigten Polymerpistolen, mit denen unsere Beamten ausgerüstet werden, bewegen sich einfach im Bereich eines Drittels oder vielleicht sogar eines Viertels dieser Preisrange, von der wir hier reden. Wie ist eure Meinung dazu? Meint ihr, dass unsere Leute sowas auch brauchen könnten? Ob wir unsere Truppen und unsere Polizisten mit so herausragenden Waffen ausstatten sollten? Oder sagt ihr, nee, das, was die haben, das ist schon ganz gut so? Was ihr noch für uns tun könntet: Like, Abo und läutet die Glocke bitte. Ihr werdet mich in Zukunft ein bisschen öfters sehen. Ich verwalte jetzt hier bei Epic einen Teil der Waffenreviews und ich würde mich einfach freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.